Berlin, Mai 1945. Die Stadt liegt in Trümmern. Der Krieg ist vorbei, aber die Verwüstung ist allgegenwärtig. Überall sieht man zerstörte Gebäude, zerbrochene Straßen, verbrannte Häuser. In dieser apokalyptischen Landschaft beginnt eine neue Geschichte, die Geschichte der Trümmerfrauen. Es ist der 8. Mai 1945. Der Krieg ist offiziell beendet. In den Straßen Berlins herrscht eine eigenartige Stille. Die Bomben fallen nicht mehr, aber die Stadt atmet schwer unter der Last ihrer Zerstörung. Margarete Schmidt, 34 Jahre alt, steht vor den Ruinen ihres ehemaligen Hauses in Charlottenburg. Ihr Mann Karl ist nicht aus Stalingrad zurückgekehrt. Ihre beiden Söhne, 8 und 11 Jahre alt, klammern sich an ihren Rock. Sie haben 3 Tage nichts Richtiges gegessen. Margarete ist keine Heldin. Sie ist eine gewöhnliche Frau, die Sekretärin war, bevor der Krieg ihr Leben auf den Kopf stellte. Aber jetzt muss sie Entscheidungen treffen. Sie muss überleben. Sie muss ihre Kinder durchbringen. In den ersten Tagen nach Kriegsende ist das Chaos komplett. Es gibt keine funktionierende Verwaltung, keine Polizei, keine Ordnung. Die sowjetischen Soldaten kontrollieren die Stadt. Viele Frauen haben Angst, das Haus zu verlassen. Die Geschichten über Übergriffe verbreiten sich wie Lauffeuer. Aber das Leben muss weitergehen. Margarete weiß das. Sie muss Essen finden. Sie muss einen Ort zum Schlafen finden. Sie muss einen Weg finden, in dieser neuen, fremden Welt zu existieren. In den Trümmern Berlins leben etwa 2,8 Millionen Menschen. 3/4 der Innenstadt sind zerstört. Es gibt kaum fließendes Wasser, keinen Strom, keine Heizung. Die Infrastruktur ist zusammengebrochen. Und dann kommt die Anordnung. Die Militärregierung verkündet, alle arbeitsfähigen Frauen zwischen 15 und 50 Jahren müssen beim Wiederaufbau helfen. Es ist keine Bitte. Es ist ein Befehl. Margarete erhält ihre Zuteilung, sie soll Trümmer räumen in der Kantstraße. 6 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag. Als Lohn gibt es zusätzliche Lebensmittelmarken, eine Lebensmittelkarte der Kategorie 2, die schweren Arbeitern zusteht. Am ersten Morgen steht Margarete um 5 Uhr auf. Sie wickelt ihre Hände in Stoffreste, die sie als Handschuhe benutzt. Ihre Schuhe sind durchgelöchert. Sie hat keine Arbeitskleidung. Sie trägt, was sie noch besitzt, einen verschlissenen Mantel, ein Kleid, das sie schon seit Jahren flickt. An der Sammelstelle in der Kantstraße trifft sie auf etwa 30 andere Frauen. Junge Mädchen, kaum älter als 15. Frauen in ihrem Alter. Ältere Damen, deren Hände zittern, als sie die ersten Steine aufheben. Sie alle haben dasselbe in den Augen, Erschöpfung, Angst, aber auch Entschlossenheit. Der Vorarbeiter, ein mürrischer Mann namens Herr Krause, der selbst nur einen Arm hat, erklärt die Aufgabe. Sie müssen die Ziegelsteine aus den Trümmern sortieren. Die brauchbaren Steine werden gereinigt und gestapelt. Die zerbrochenen Steine werden für Schotter verwendet. Das Holz wird gesammelt als Brennmaterial. Alles Metallische wird zur Seite gelegt. Es ist harte, körperliche Arbeit. Die Steine sind schwer. Die Hände werden schnell wund. Der Rücken schmerzt. Der Staub setzt sich in der Lunge fest und lässt die Frauen husten. Die Tage verschmelzen ineinander. Margarete entwickelt eine Routine. Aufstehen im Morgengrauen. Ein dünner Ersatzkaffee aus gerösteten Eicheln. Ein Stück trockenes Brot, wenn sie Glück hat. Dann der Weg zur Arbeitsstelle, durch die zerstörten Straßen. Die Arbeit selbst ist monoton und zermürbend. Stein für Stein. Einer nach dem anderen. Manchmal bilden die Frauen Ketten und reichen die Steine weiter. Manchmal arbeitet jede für sich. Immer wieder stoßen sie auf Schreckliches, nicht explodierte Bomben. Menschliche Überreste. Persönliche Gegenstände, ein Kinderspielzeug, ein Foto, ein Brief, die plötzlich die Abstraktion des Krieges in etwas Konkretes, Menschliches verwandeln. An ihrer Seite arbeitet Ilse, eine ehemalige Krankenschwester,
die ihren Mann und ihre Tochter im Bombenhagel verloren hat. Ilse spricht nicht viel, aber ihre Hände arbeiten mechanisch, als könnte sie durch die körperliche Anstrengung den Schmerz betäuben. Dann ist da Frieda, eine junge Frau von gerade mal 19 Jahren, die mit einer Frechheit und einem Galgenhumor ausgestattet ist, der manchmal die anderen zum Lachen bringt. Wenigstens haben wir jetzt alle die gleiche Frisur, scherzt sie und zeigt auf ihre kurz geschnittenen Haare. Die neue Mode, Trümmerschick. Und es ist Helga, eine ältere Frau aus der Arbeiterklasse, die schon vor dem Krieg harte körperliche Arbeit gewohnt war. Sie ist stark und organisiert die anderen Frauen, teilt die Aufgaben ein, sorgt dafür, dass niemand zu sehr erschöpft wird. Zwischen den Frauen entsteht eine eigenartige Kameradschaft. Sie sind keine Freundinnen im klassischen Sinne. Aber sie teilen etwas, die Last der Arbeit, die Sorge ums Überleben, die Erinnerungen an das, was war, die Ungewissheit über das, was kommt. Mittags gibt es eine Pause. Eine dünne Suppe aus einer Feldküche. Manchmal sind Kartoffeln drin, manchmal nur Wasser mit ein paar Kohlresten. Aber es ist warm, und es stillt für einen Moment den Hunger. Die Frauen sitzen auf den Trümmern und essen. Sie reden über alltägliche Dinge. Wo man vielleicht Brot tauschen kann. Ob die Gerüchte über eine Kohlelieferung stimmen. Wie man aus alten Vorhängen Kleider für die Kinder nähen kann. Manchmal reden sie über die Vergangenheit. Über ihr Leben vor dem Krieg. Über die Männer, die nicht zurückgekommen sind. Über die Hoffnungen, die sie einmal hatten. Sie reden nicht über Politik. Sie reden nicht über Schuld. Das ist zu groß, zu kompliziert. Sie konzentrieren sich auf das unmittelbare Überleben. Durchhalten. Weitermachen. Die Arbeit der Trümmerfrauen ist nicht nur körperlich anstrengend. Sie ist auch gefährlich. Immer wieder stürzen Mauern ein. Frauen verletzen sich an scharfen Kanten, an rostigen Nägeln. Es gibt keine medizinische Versorgung. Eine Infektion kann tödlich sein. Und dann ist da der Hunger. Die zusätzlichen Lebensmittelmarken helfen, aber sie reichen kaum. In Berlin herrscht eine Hungersnot. Die Menschen essen, was sie finden können, Brennnesseln, Löwenzahn, manchmal Rattenfleisch. Der Schwarzmarkt floriert. Wer etwas zu tauschen hat, Schmuck, Geschirr, Kleidung, kann Essen bekommen. Aber die meisten haben nichts mehr. Margarete tauscht ihren Ehering gegen ein halbes Brot und 3 Kartoffeln. Sie weint, als sie ihn hergibt. Aber ihre Kinder müssen essen. Der Winter 1945-46 ist besonders hart. Es ist einer der kältesten Winter des Jahrhunderts. Die Temperaturen fallen auf -20 Grad. Es gibt keine Heizung. Die Menschen verbrennen alles, was brennbar ist, Möbel, Bücher, manchmal sogar Teile ihrer eigenen Häuser. Viele Trümmerfrauen arbeiten auch im Winter weiter. Sie wickeln ihre Füße in Zeitungspapier, um sie warm zu halten. Ihre Finger sind so steif vor Kälte, dass sie kaum die Steine greifen können. Aber sie arbeiten weiter. Sie müssen. In diesem Winter sterben Tausende in Berlin. An Hunger, an Kälte, an Krankheiten. Margarete verliert ihren jüngeren Sohn an einer Lungenentzündung. Sie hat keine Medizin, keinen Arzt. Sie kann nur hilflos zusehen, wie er immer schwächer wird, bis er eines Morgens nicht mehr aufwacht. Sie begräbt ihn in einem provisorischen Grab auf einem der überfüllten Friedhöfe. Es gibt keinen Sarg, nur eine Decke. Es gibt keine Zeremonie, nur ein paar gemurmelte Worte. Danach kehrt Margarete zur Arbeit zurück. Was soll sie sonst tun? Der Schmerz ist überwältigend, aber das Leben geht weiter. Ihr älterer Sohn braucht sie noch. Sie muss weitermachen. Im Laufe der Monate verändert sich etwas. Die Frauen, die zusammenarbeiten, werden zu einer Gemeinschaft. Sie helfen einander. Sie teilen, was sie haben. Sie passen aufeinander auf. Helga organisiert eine Art Tauschring. Eine Frau, die Näherin war, repariert Kleidung im Tausch gegen Lebensmittel.
Eine andere, die auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, zeigt den anderen, wie man essbare Pflanzen erkennt. Margarete, die lesen und schreiben kann, hilft anderen beim Ausfüllen von Formularen, beim Schreiben von Briefen an vermisste Angehörige. Frieda hat ein besonderes Talent, sie kann organisieren. Oder wie die anderen lachend sagen, sie kann besorgen. Sie hat Kontakte, kennt jemanden, der jemanden kennt. Manchmal taucht sie mit unerwarteten Dingen auf, ein Stück Seife, ein paar Nägel. Einmal sogar eine kleine Dose Fleisch, deren Herkunft niemand genauer wissen will. An den Sonntagen, ihrem freien Tag, treffen sich einige der Frauen. Sie sitzen zusammen in den Ruinen eines ehemaligen Cafés, das jetzt nur noch 4 Wände und ein notdürftig repariertes Dach hat. Sie bringen mit, was sie haben, ein paar Kartoffeln, etwas Brot, manchmal sogar ein bisschen Ersatzkaffee. Sie reden. Sie lachen manchmal sogar. Sie finden in diesen Momenten so etwas wie Normalität, so etwas wie Menschlichkeit in einer unmenschlichen Welt. Ilse, die seit Monaten kaum gesprochen hat, beginnt langsam, sich zu öffnen. Sie erzählt von ihrer Tochter, von ihren Hoffnungen, von ihren Träumen. Es ist schmerzhaft, aber es ist auch heilsam. Langsam, sehr langsam, beginnt sich die Stadt zu verändern. Straße für Straße werden die Trümmer weggeräumt. Wo vor einem Jahr noch Chaos herrschte, entstehen nun wieder begehbare Wege. Die ersten Gebäude werden notdürftig repariert. Im Sommer 1946 wird die Arbeit etwas leichter. Es ist wärmer. Es gibt mehr zu essen. Die Versorgungslage verbessert sich minimal. Die Verwaltung funktioniert besser. Es gibt wieder einen Hauch von Ordnung. Margarete arbeitet nun schon über ein Jahr als Trümmerfrau. Ihre Hände sind voller Schwielen. Ihr Rücken schmerzt chronisch. Sie sieht älter aus als ihre 35 Jahre. Aber sie hat überlebt. Ihr älterer Sohn hat überlebt. Die Frauen haben gemeinsam Unglaubliches geleistet. In Berlin haben etwa 60.000 bis 80.000 Frauen als Trümmerfrauen gearbeitet. In ganz Deutschland waren es Hunderttausende. Sie haben Millionen Kubikmeter Schutt bewegt. Sie haben Millionen Steine gereinigt und sortiert. Sie haben die Grundlage gelegt für den Wiederaufbau. Es wird geschätzt, dass die Trümmerfrauen etwa 400 Millionen Ziegelsteine gereinigt haben. Diese Steine wurden dann beim Wiederaufbau verwendet. Ohne diese Arbeit hätte der Wiederaufbau Deutschlands Jahre länger gedauert. Anfangs wird die Arbeit der Trümmerfrauen gelobt. Sie werden als Heldinnen dargestellt, als Symbol für den Wiederaufbau, für die Kraft der deutschen Frauen. Aber schon bald beginnt das Vergessen. Als die Männer aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehren, als die Wirtschaft sich erholt, als professionelle Bauarbeiter wieder verfügbar sind, werden die Trümmerfrauen nicht mehr gebraucht. Margarete erhält im Herbst 1947 die Mitteilung, dass ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Keine Zeremonie. Kein Dank. Nur ein Brief. Sie soll zurückkehren in ihr altes Leben. Aber welches Leben? Ihr Mann ist tot. Ihr jüngerer Sohn ist tot. Ihr Haus ist zerstört. Sie lebt in einem Keller mit ihrem verbliebenen Sohn. Sie sucht Arbeit. Aber die Stellen sind rar. Die Männer haben Vorrang. Eine Frau, die Trümmer geräumt hat, hat keine besondere Qualifikation. Sie findet schließlich eine Stelle als Putzfrau. Die Jahre vergehen. Deutschland erholt sich. Das Wirtschaftswunder beginnt. Neue Häuser werden gebaut. Die Städte erstrahlen wieder. Aber die Trümmerfrauen verschwinden aus dem öffentlichen Bewusstsein. Jahrzehnte später, als Margarete eine alte Frau ist, wird manchmal über die Trümmerfrauen gesprochen. Historiker erforschen ihre Geschichte. Denkmäler werden errichtet. Aber die konkrete Anerkennung, die materielle Unterstützung, die bleibt aus. Viele Trümmerfrauen haben lebenslange gesundheitliche Probleme, Rückenschmerzen, Atemwegserkrankungen vom Staub, Arthritis in den Händen. Aber sie erhalten keine besondere Rente, keine Entschädigung für ihre Arbeit.
Margarete ist nun über 80 Jahre alt. Sie sitzt in ihrer kleinen Wohnung in Berlin. Ihr Sohn, der überlebt hat, besucht sie regelmäßig. Er hat Kinder, sie hat Enkel. Das Leben ist weitergegangen. Manchmal geht sie durch die Straßen von Berlin. Sie sieht die modernen Gebäude, die eleganten Geschäfte, die belebten Plätze. Kaum etwas erinnert noch an die Trümmer, an die Zerstörung, an die Jahre des Hungers und der Verzweiflung. Junge Menschen laufen an ihr vorbei, mit ihren Handys, ihren Kopfhörern, ihren Sorgen um Prüfungen und Beziehungen. Sie wissen nichts von dieser Zeit. Warum sollten sie auch? Margarete erinnert sich. Sie erinnert sich an Ilse, die irgendwann einfach verschwunden ist, niemand weiß wohin. An Frieda, die später geheiratet und nach Westdeutschland gezogen ist. An Helga, die noch in den 50er Jahren an den Folgen ihrer Arbeit gestorben ist. Sie erinnert sich an die Steine. An den endlosen Sturm von Steinen. An ihre wunden Hände, ihren schmerzenden Rücken, ihren leeren Magen. Aber sie erinnert sich auch an etwas anderes. An die Gemeinschaft. An die Momente, in denen die Frauen zusammenstanden. An die kleinen Gesten der Freundlichkeit in einer freudlosen Zeit. An die Tatsache, dass sie überlebt haben, dass sie weitermachten, dass sie nicht aufgaben. Die Geschichte der Trümmerfrauen ist komplex. Sie ist nicht einfach eine Geschichte von Heldinnentum. Es ist auch eine Geschichte von Zwang, von Ausbeutung, von Frauen, die keine Wahl hatten. Es ist eine Geschichte von gewöhnlichen Menschen in außergewöhnlichen Umständen. Von Frauen, die keine Heldinnen sein wollten, sondern einfach nur überleben wollten. Die ihre Kinder durchbringen wollten. Die einen Weg in die Zukunft finden wollten. Die Trümmerfrauen haben Deutschland nicht allein wieder aufgebaut. Das wäre eine Übertreibung. Der Wiederaufbau war ein komplexer Prozess, an dem viele Menschen beteiligt waren, unterstützt durch internationale Hilfe wie den Marshallplan. Aber ohne die Trümmerfrauen wäre dieser Wiederaufbau nicht möglich gewesen. Sie haben die Grundlage gelegt. Sie haben die Steine sortiert, aus denen neue Häuser gebaut wurden. Sie haben die Straßen freigeräumt, auf denen das neue Leben stattfinden konnte. Sie haben in einer Zeit gearbeitet, in der kaum jemand an die Zukunft glauben konnte. Sie haben mit ihren Händen Hoffnung geschaffen. Ihre Geschichte verdient es, erzählt zu werden. Nicht als Heldinnen-Epos, sondern als das, was sie ist, die Geschichte von Frauen, die in der dunkelsten Zeit taten, was getan werden musste. Die weitermachten, als es keinen Grund zum Weitermachen gab. Die aus Trümmern Leben schufen. Margarete Schmidt sitzt in ihrer Wohnung und schaut aus dem Fenster auf die lebendige Stadt. Sie ist eine von vielen. Eine von Hunderttausenden. Ihr Name steht auf keinem Denkmal. Ihre Geschichte wurde nie aufgeschrieben. Aber sie war da. Sie hat gearbeitet. Sie hat überlebt. Sie hat geholfen, aus den Trümmern etwas Neues zu bauen. Das ist ihre Geschichte. Das ist die Geschichte der Trümmerfrauen.